Meine sehr verehrten Damen und Herren, letztes Jahr war ein außergewöhnliches, ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Wir alle hoffen im Laufe dieses Jahres wieder auf ein Leben und ein Arbeiten mit persönlichen Treffen und Meetings. Wir, das sind Tom Drinkgut, unser Mann in Berlin, unser Leiter der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle, und ich, Frank Lange, Geschäftsführer vom Verband Fenster und Fassade in Frankfurt, Sie hier wahrscheinlich hinter Ihren Bildschirmen, hinter Ihren Smartphone, Tablets, im Homeoffice oder zu Hause begrüßen zu dürfen. Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Du hast es gerade schon gesagt. Thomas Drinkgut, Leiter der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle. Ich möchte heute eigentlich maßgeblich über Klimaschutzpolitik sprechen. Und warum das? Aus relativ einfachen Gründen. Zum einen, weil das ohnehin ein extrem ernstes und wichtiges Thema ist, das uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird. Und weil die Klimaschutzpolitik mittlerweile wirklich maßgeblich geworden ist, auch für alle anderen Politikfelder und natürlich auch für alle Themen, die wir beim Bauen und beim Thema Energie so zu bearbeiten haben. Also Baupolitik ist mittlerweile zu einem ganz großen Anteil tatsächlich Klimapolitik. Die gute Nachricht ist, Klimaschutz im Gebäudesektor heißt sehr viel mehr energetische Gebäudesanierung, und das bedeutet letztlich gute Aussichten für die Branchen, die wir vertreten. Aber das nur als kleine Einführung. Ich komme später darauf zurück. Ja, danke Tom. Gerne hätten wir im Rahmen der heutigen Messe in München, so wie es geplant ist, Sie auch live und persönlich vor Ort begrüßt. Das ist leider in diesen Zeiten nicht möglich. Wir senden heute aus dem Herzen Deutschlands, aus Göttingen, direkt nach München. Also herzlich willkommen zum Thema Klimaschutz durch innovative und dynamische Gebäudehüllen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, die Pandemie hat in den letzten Monaten maßgeblich unser Leben bestimmt. Vorrangige Fragen zum Schutz des Lebens, Fragen zur Gesundheit, zu Fragen des persönlichen Miteinanders sind durch Lockdown-Maßnahmen stark bestimmt worden. Aber letztendlich hat das Coronavirus und die Bewältigung dieser Pandemie auch eine erhebliche wirtschaftliche Komponente. Wir müssen, wie viele Branchen es erlitten haben, zusehen, dass wir nach der Pandemie wieder durchstarten. Von daher ist der Ansatz des Recovery einer der wichtigsten Themen, wo man Klimaschutz und wirtschaftliche Erholung wieder in den Einklang bringen kann. Unsere Branche, die Fenster- und Fassadenbranche, hat in den letzten Monaten und im letzten Jahr kaum gelitten. Wir haben den Markt stabil halten können. Auch für nächstes Jahr erwarten wir keinen wesentlichen Einbruch. Umso wichtiger ist es, dass die jetzigen Lösungsansätze Recovery auf der einen Seite und Klimaschutz auf der anderen Seite vernünftig und ausnahmslos miteinander zusammengebracht werden sollten und müssen. Energetische Sanierung vereint Klimaziele auf der einen Seite und wirtschaftliche Erholung, Recovery auf der anderen Seite. Die Ideen zum Beispiel der Renovation Wave, aber auch Anpassung des Ordnungsrechts, solare Energiegewinne und Förderansätze sind diejenigen, die es jetzt gilt aufzuarbeiten und in die richtigen Bahnen zu lenken. Unser gemeinsamer Vortrag gliedert sich eigentlich in 3 Kernthemen. Wie sieht der klimapolitische Rahmen aus? Das übernimmt gleich Tom. Ich gebe einen Ausblick auf den ökonomischen Rahmen im Fenstermarkt und auch Fragen und Antworten dazu, dass die notwendigen Sanierungsraten a. Sinnvoll sind und b. auch machbar sind. Und drittens geben wir auch Antworten darauf, wie qualitativ saniert werden soll, nämlich die dynamische, transparente Gebäudehülle ist einer der zentralen Lösungsansätze für Fragen in Richtung Klimaschutz. Doch zunächst möchte ich Ihnen uns den Verband Fenster und Fassade und im Nachgang auch Thomas Drinkgut die Repräsentanz Transparente Gebäudehülle in Berlin vorstellen. Unser Verband umfasst um die 370 Mitglieder.
schwerpunktmäßig aus den Herstellerbereichen und aus den Systempartnerbereichen und deckt mit seiner Struktur und seiner Größenordnung nahezu 70% des deutschen Fenstermarktes ab. Wir sind in vielen Bereichen unterwegs, vorrangig in Normung und Technik. Man sieht das an 52 DIN-Ausschüssen, wo wir mitarbeiten. Wir sind kommunikativ unterwegs, marketingmäßig mit 1,6 Milliarden Presseauflagen, in Social-Media-Aktivitäten dabei. Wir machen Fort- und Weiterbildung, aber ein zentrales Thema ist halt auch die politische Kommunikation, stark für Sie in der Interessenvertretung in Berlin. Und damit wir da noch stärker und noch besser rüberkommen, haben wir gemeinsam mit 3 anderen Verbänden eine eigene Repräsentanz in Berlin, die unsere Themen fokussiert und nachhaltig auf den Punkt bringt. Tom. Ja, in kurzen Worten stelle ich einmal gerne die Repräsentanz Transparente Gebäudehülle vor. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein kleines bisschen sperrig, ist aber total sinnvoll, weil bei der transparenten Gebäudehülle alles das zusammenwächst, was auch zusammengehört. Wir sind ein Hauptstadtbüro der Branchen Glas, Fenster, Fassade zusammen mit dem Sonnenschutz und mit der Automation. Und das sind letztlich die 3 Bereiche der Gebäudehülle, die sich auf smarte Art und Weise an verändernde Rahmenbedingungen sowohl im Inneren des Gebäudes als auch in der Umwelt des Gebäudes anpassen können. Das heißt, wir finden hier gemeinsame Themen vor, die wir gegenüber der Politik vertreten können, und wir haben eine gemeinsame Perspektive, einen gemeinsamen Blick nach vorne darauf, wie die Energiewende im Gebäudesektor und Klimaschutzpolitik im Gebäudesektor gut aussehen kann, damit wir Ziele tatsächlich auch erreichen können. Wir sind also sozusagen das Hauptstadtbüro dieser Branchen und damit der 3 Verbände, Bundesverband Flachglas, Industrieverband Rollladen, Sonnenschutz, Automation und Verband Fenster und Fassade, und das Ganze mit Unterstützung von 3 marktführenden großen Unternehmen, jeweils aus ihren Bereichen, Somfy, Varema und Velux, die sich hier auch sehr direkt mit engagieren. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Blick darauf, was wir mit der Repräsentanz konkret erreichen wollen. Natürlich ist uns sehr daran gelegen, zum einen die transparente Gebäudehülle neu zu positionieren. Also diesen Gedanken, dass transparente, dynamische Gebäudehülle ein System bildet, den auch wirklich überhaupt mal politisch rüberzubringen. Dann ist uns sehr wichtig, dass, wenn man dynamische Gebäudehülle richtig in der Praxis machen will, dass man dafür dann auch die entsprechenden Anforderungswerte und das entsprechende Ordnungsrecht, den entsprechenden regulatorischen Rahmen benötigt. Da engagieren wir uns ganz besonders. Und der dritte wesentliche Bereich, Klimaschutzpolitik, ist mittlerweile sehr, sehr breit, Energiepolitik auch, Baupolitik auch, und überall dort liegen viele wichtige Themen, in denen wir die 3 Branchen und ihre Verbände und die Unternehmen in Berlin vertreten können. Das nur als kleine Vorstellung der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle. Zum klimapolitischen Rahmen. Klimapolitik hat mittlerweile, vor allen Dingen auch auf der globalen Ebene, aber auch auf der europäischen Ebene, eigentlich ernst gemacht, muss man sagen. Es muss aber noch deutlich ernster bzw. in der Ausführung deutlich ambitionierter werden. Wir können einmal auf den Rahmen schauen, den wir bisher haben. Zum einen haben sich die Staaten international vereinbart, im Paris-Abkommen international vereinbart, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 bis maximal 2 Grad begrenzen zu wollen. Da wissen wir schon heute, das ist extrem ambitioniert. Es gibt auch heute schon Stimmen, die sagen, das ist eigentlich gar nicht mehr erreichbar. Dennoch ist eines klar: jedes Zehntel Grad, das wir erreichen können und das wir dazu beitragen können, den Temperaturanstieg einzudämmen, ist wichtig und zählt. Das wissen wir sehr genau. Und was da in Paris gemacht worden ist, das ist nicht einfach nur Tinte auf Papier, sondern das ist eine bindende internationale Vereinbarung. Die Europäische Union diskutiert im Moment gerade darüber, ob sie die Klimaschutzziele für das Jahr 2030, nämlich eine Emissionsminderung von im Moment gerade 40%, vielleicht verschärfen möchte auf 55%. Das sieht auch sehr gut aus und bedeutet letztlich nichts weiter als einen Schritt in Richtung des vereinbarten Paris-Ziels, nämlich der Begrenzung des Temperaturanstiegs auf maximal 2 Grad.
Man kann im momentanen Zeitpunkt durchaus sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese 55% bis zum Jahr 2030 auch so ungefähr kommen werden. Und dann ist es geltendes europäisches Recht. Und die Bundesregierung hat schon längst gesagt, dass wir als Deutschland bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein wollen. Auch das ist ein verbindliches politisches Ziel. Und letztlich haben Regierungen auf allen Ebenen nicht nur gesagt, wir setzen die Ziele, sondern sie haben längst auch Mechanismen etabliert, wie diese Ziele auch verbindlich zu erreichen sind. Und auch darauf können wir kurz mal einen Blick werfen. Es gibt in der Europäischen Union die sogenannte Effort Sharing Regulation, die sagt, dass jedes Land bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge an CO2 eingespart haben muss. Das ist verbindlich verpflichtend. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn also diese Ziele verfehlt werden, dann bedeutet das letztlich, dass diese Länder dann Emissionszertifikate zukaufen müssen. Das war bisher relativ preisgünstig möglich, aber ab dem Jahr 2021 wird das eine teure Geschichte. Das kann durchaus dann, wenn Klimaziele deutlich verfehlt werden und wenn diese Zertifikate knapp und teuer werden, kann es in zweistellige Milliardenbeträge hineingehen. Dann gibt es die sogenannten NECPs, also die nationalen Energie- und Klimapläne, mit denen die Bundesregierung gegenüber der Europäischen Union zeigen muss, nicht nur, dass sie die Ziele erreicht, sondern auch mit welchen Strategien und politischen Instrumenten sie erreichen möchte. Und die Bundesregierung hat sich bereits ein Klimaschutzgesetz tatsächlich geschrieben. Und in diesem Klimaschutzgesetz ist ein Mechanismus verankert, der ganz klar sagt, dass wenn ein bestimmter Sektor, zum Beispiel also der Gebäudebereich, die vorgegebenen Klimaschutzziele nicht erreicht, dass die entsprechenden Ministerien dann zusätzliche politische Maßnahmen starten müssen, damit die Ziele sozusagen im Nachgang dann auch tatsächlich erreicht werden. Die Message ist also, wir haben nicht nur Klimaziele, sondern wir haben auch wirklich verbindliche Instrumente, die dafür sorgen werden, dass wir da hinkommen. Und das heißt schlicht und ergreifend, in der Klimapolitik ist Druck auf dem Kessel. So, und jetzt schauen wir uns einmal an, auf einer Grafik, was dieser Ambitionsgrad letztlich bedeutet. Wir hatten in den letzten Jahren im Durchschnitt 8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die wir quasi einsparen konnten. Also das ist der Minderungspfad, auf dem wir bisher sind. Wenn wir im Jahr 2050 auch nur nahezu klimaneutral werden wollen, dann bedeutet das, wir müssen um den Faktor 3 besser werden. Und zwar im Grunde genommen von morgen an. Das ist natürlich eine enorm ambitionierte Herausforderung, aber wie eben bereits gesagt, Politik stellt sich dem. Und jetzt schauen wir mal einmal noch kurz in den Gebäudesektor und gucken uns an, was das konkret für Gebäude bedeutet. Das Ziel, das allein schon im Klimaschutzplan der Bundesregierung steht, lautet 70 Millionen Tonnen CO2, das wir im Jahr 2030 noch emittieren dürfen. Mit den Maßnahmen, die im Klimaschutzplan besprochen oder beschlossen sind, kommen wir auf ungefähr 87 Millionen Tonnen CO2. Das heißt, da ist jetzt bereits eine Lücke. Wir sind bereits nicht auf dem Pfad, unsere selbstgesetzten Klimaziele zu erreichen. Das heißt, die Bundesregierung muss bereits nachbessern. Und wenn die EU dahin geht zu sagen, wir setzen bis zum Jahr 2030 nicht nur ein 40% Ziel, sondern ein 55% Ziel, dann kommen nochmal 10 Millionen Tonnen Minderung obendrauf. Das heißt, unterm Strich haben wir etwa einen 27 Millionen Tonnen CO2-Gap, das wir in den kommenden Jahren mit politischen Instrumenten ausfüllen müssen. Das ist eine sehr, sehr ambitionierte Aufgabe für Politik im Gebäudesektor und zeigt ganz klar, Klima und Energie werden die zentralen, die bestimmenden Fragen der Politik in den kommenden Jahren und letztlich auch Jahrzehnten sein. Und das bedeutet am Ende mehr Gebäudesanierung, tiefere Gebäudesanierung und wie da der Markt konkret aussieht und wie und ob wir das schaffen können, das schaut sich jetzt mal Frank Lange genauer an. Ja, danke Tom. Ökonomischer Rahmen, Fenstermarkt und Sanierungsquote, ein zentrales Thema für die nächsten wahrscheinlich Jahrzehnte, der wir uns stellen müssen. Mit den vor 2 Jahren
deutlich an Aktivität zugenommenen Aktionen, Fridays for Future, Klimaschutzprogramm, aber auch mit der Neuwahl der Kommission kommen aus EU doch deutlich nachhaltige Impulse in Richtung Klimaschutz. Der Green Deal zum Beispiel, die Diskussion um die Taxonomie, auch das Digitalthema SRI, Smart Readiness Indicator und last not least die Diskussion rund um die Renovation Wave zeigen, dass hier von der EU doch signifikante Vorgaben kommen, die jetzt sukzessive auch bei uns in nationales Recht umzuwandeln sind. Vieles davon ist sehr, sehr richtig und vieles davon ist notwendig und vieles davon wird von uns nachdrücklich begrüßt. Diskussionen beispielsweise, ob wir Mindestanforderungen, sogenannte Minimum Requirements in den Worst Performing Buildings haben müssen, ist durchaus richtig. Nicht? Diejenigen Gebäude, die energetisch total veraltet sind, müssen im Rahmen der Klimaneutralität natürlich auch saniert werden. Und die öffentliche Hand, die öffentlichen Gebäude sollten hier natürlich mit gutem Beispiel vorangehen, auch unter dem Thema Investitionssicherheit in die Zukunft und Recovery. Die Förderinitiativen, die Bereitstellung von Förderprogrammen muss sozusagen auf die energetische Sanierung ausgerichtet werden und auch differenziert betrachtet werden. Wir brauchen natürlich auch Investitionen in Modernisierung im technischen Bereich, in der Steuerung, in der Digitalisierung. Und wir müssen natürlich insgesamt auch den Lebenszyklus des Gebäudes, die sogenannte graue Energie oder das Sustainable Building im Auge behalten. Denn nicht jedes Gebäude, was neu gebaut wird, ist ja nicht unbedingt klimaneutral. Das heißt, eine effiziente Ressourcenplanung gehört genauso in einen modernen Klimaschutzpfad mit dazu, wie auch wichtig die Weiterbildung und Lösungen im Rahmen einer Fachkräfteinitiative, dass wir perspektivisch auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichen Sektoren haben, die die Ziele und Umsetzung aus den entsprechenden Programmen auch realisieren. Ein wichtiger Punkt ist und bleibt im Rahmen dieser Renovation Wave die energetische Gebäudesanierung. Und hier vorrangig, denke ich mal, die Hülle. Ich glaube, das Prinzip Efficiency First ist und sollte und wird die Maxime der nächsten Jahre bleiben. Ich möchte, um das mal zu verdeutlichen, 2, 3 Beispiele sagen. Wir haben die Gebäude derzeit differenziert in Effizienzklassen. A für besonders gut und H für besonders schlecht. Nur 7% unseres nationalen Gebäudebestands sind in der Effizienzklasse A, während 17% noch in H sind. Und wenn man sieht, dass Gebäude in einer niedrigen Effizienzklasse fast 6-mal so viel Energie brauchen wie modern sanierte Gebäude, dann zeigt das den enormen Wärmebedarf, den diese alten Gebäude brauchen. 17% des Gebäudebestands in Deutschland verursachen 50% des Wärmebedarfs, den wir brauchen. Und derzeit kommen zurzeit nur 15% tatsächlich aus erneuerbaren Energien und davon noch über 73% aus Gas und Öl. Und die entsprechenden Bereiche sind auch älter als 20 Jahren. Also die Herausforderungen im Rahmen derartiger Maßnahmen sind enorm. Das Potenzial ist aber auch gegeben und wir sollten alles dran setzen, uns diesen Herausforderungen zu stellen und an diesen zu arbeiten. Wichtig ist, und das sieht man an diesem schönen Dreieck, der Zusammenspiel der unterschiedlichen Bereiche, dass wir der Auffassung sind, dass eine Verdopplung der Sanierungsrate in den nächsten 10 Jahren auf mindestens 2%, derzeit haben wir ungefähr 1%, absolut wichtig und richtig ist. Wir müssen zunächst den Wärmebedarf in den Gebäuden reduzieren und später darauf die Anlagentechnik optimal auslegen. Und der positive Nebeneffekt bei einer Erhöhung der Sanierungsrate ist auch, dass Tageslicht natürlich auch gesundheitsförderlich ist. Es ist ein Beitrag zur Lebensqualität und zur Gesundheit. Man kann im Rahmen dieser Sanierung im Weiteren viel machen im Bereich Lärm, Schutz und altersgerechtes Bauen. Und die Bauphysik, die natürlich durch moderne energetische Sanierung auch korrigiert wird, tut auch zur Gesundheit beitragen. Dieses Dreieck eines klimaneutralen Gebäudebestands zeigt, dass alle 3 Bereiche, auf der einen Seite die effizienten
Gebäudehüllen mit einer Steigerung der Sanierungsrate in Einklang mit einer modernen, effizienten Anlagentechnik, moderne Heizungsanlagen, Wärmeanlagen, sei es Wärmepumpen oder sei es Renewable Ready Heizsysteme in Verbindung mit grünen Energieträgern, dekarbonisierte Energieträger, sei es Strom, der aus nachhaltiger Stromerzeugung generiert wird, oder sei es letztendlich Green Fuels, die über Wasserstoff oder was anderes beitragen. Dieser Dreiklang insgesamt gilt es zu bespielen, um den klimaneutralen Gebäudestand perspektivisch hinzubekommen. Aber wichtig ist, ohne Gebäudesanierung, ohne eine Erhöhung der Sanierungsrate werden wir insgesamt das Ziel, einen klimaneutralen Gebäudestand zu bekommen, nicht erreichen können. Wenn man sich den Fenstermarkt anguckt, und Sie sehen das hier auf der Folie, dann ist das Volumen auch da. Wir haben insgesamt über 266 Millionen Fenstereinheiten, die in ihrer Bestands-U-Wert-Situation derart schlecht sind, dass sie zwingend saniert werden sollten. Das macht auch ein Potenzial von über 14 Millionen CO2-Ersparnis aus. Und dieses Potenzial müssen und sollten wir holen. Es ist wichtig, nicht nur die Kapazität insgesamt zu erhöhen, an der Stelle die Sanierungsrate zu steigern, sondern auch die technische Innovation, die in die Sanierung einfließt, mit zu berücksichtigen. Wir müssen an der Stelle nicht nur in die Sanierungsbreite, sondern auch in die Sanierungstiefe gehen. Wichtig ist, wenn man sich es anschaut, dass in den letzten Jahren in der Sanierungsrate, die in der Regel so zwischen 1 und 1,3% relativ stabil, horizontal verläuft, sogar leicht sich verschlechtert hat über die letzten Jahre, hier Fahrt aufzunehmen. Man sieht diese kleinen, zarten, roten Balken da unten bezogen auf den Gesamtfenstermarkt. Insgesamt haben wir 600 Millionen Fenstereinheiten in Deutschland, werden jährlich um die 8 bis 8,5 Millionen Fenstereinheiten saniert. Und mit der Geschwindigkeit werden wir den Gebäudestand in den nächsten Jahrzehnten nicht durchsaniert bekommen. Wenn man sich mal in die Vergangenheit schaut, hat es schon mal positive Effekte über ein modifiziertes Anreizsystem gegeben, die Sanierungsrate zu steigern. Nämlich nach der Wiedervereinigung in den 90er Jahren, 90 bis 2000, hatten wir durchaus einen Sanierungsimpuls, getragen von einer damals steuerlichen Förderung über Sonderabschreibung bei Investitionen in den neuen Ländern. Die Vergangenheit zeigt, dass wenn die richtigen Impulse in der Politik gesetzt werden und letztendlich auch Planungssicherheit besteht, schon investiert und die Firmen letztendlich auch die notwendigen Kapazitäten bereitstellen. Man sieht aber leider auch, dass seit den letzten 20er Jahren wir mit einer Sanierungsquote von um der 1% keine wesentlichen Impulse mehr in diesem Bereich haben, vielleicht auch nicht gesehen haben, dass wir es brauchen. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahrzehnten hier deutlich Fahrt aufnehmen. Wie könnte das aussehen, wenn man sich anschaut, dass wir derzeit bei ungefähr 8 bis 8,5 Millionen Fenstereinheiten sind, würde bei einer Anstiegssanierungsquote auf leicht über 2% es am Ende bedeuten, dass wir eine Verschiebung zum Sanierungsmarkt haben. Der Neubau wird zwar auch leicht wachsen, aber die Intensität in den Sanierungsmarkt dürfte steigen und die damit verbundenen Kapazitäten von derzeit 8 auf vielleicht 13, vielleicht 14 Millionen Einheiten zeigen, dass das ein Marktvolumen ist, was durchaus durch unsere Branche gedeckt werden kann. Also Sanierungsquote hoch, Sanierungsquote steigern. Wir sehen in der Vergangenheit, dass das gut funktioniert hat, wenn man die richtigen Anreize setzt. Der Markt wird es regeln. Angebot und Nachfrage haben sich immer austariert. Und wenn wir Planungssicherheit haben, denke ich, wird es auch die notwendigen Kapazitäten haben, die wir für die Erreichung der geforderten Sanierungsabläufe auch brauchen. Innovation gehört mit dazu, nicht nur in Produkte, sondern auch in Abläufe. Wir brauchen mehr Qualifizierung im Handwerk, auch Eingliederung ausländischer Kapazitäten, auch Immigration in unsere Bereiche. Und wir müssen natürlich auch
entsprechende Förderung und finanzielle Anreize im Bereich der Montage perspektivisch setzen, um auch dieses Berufsfeld für den jeweiligen Fachmonteur interessant und zukunftsgerecht zu gestalten. Für eine sinnvolle energetische Gebäudesanierung, und damit möchte ich wieder überleiten zu Tom Drinkgut, ist neben der Frage der Sanierungstiefe, also der Qualität in die Sanierung, na klar, was ich eben aufgeführt habe, die nominelle Anzahl der Sanierungshöhe entscheidend. Wir brauchen hier natürlich auch Stückzahlen. Aber es hilft natürlich nichts, nur die Stückzahlen zu erhöhen und falsch zu sanieren. Wir brauchen letztendlich die richtige qualifizierte Sanierung in Effizienz, Transparenz und Dynamik. Wir müssen den Winterfall betrachten. Wir müssen aber auch den Sommerfall betrachten, und Ziel muss es letztendlich sein, wenn wir Klimaneutralität perspektivisch erreichen wollen, den Heizwärmebedarf im Winter zu senken, aber auch ein Augenmerk darauf zu legen, dass wir aus der anlagentechnischen Kühlung herauskommen. Nur so schaffen wir letztendlich die Klimaneutralität bis 2050. Ja, genau. Es geht nicht nur darum, viel zu sanieren, es geht auch darum, richtig zu sanieren. Es geht darum, unsere Gebäudehüllen an die Erfordernisse der Zukunft anzupassen. Und das ist nicht nur Klimaschutz und Energieeffizienz, sondern es ist auch Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Das ist genau das, was Frank Lange gerade mit Winter und Sommer auch gemeint hat. Da müssen wir schon genauer reinschauen und sicherstellen, dass Gebäudehüllen auf optimale Art und Weise in der Lage sind, sich auf in Zukunft stärkere, längere, intensivere Hitzeperioden einzustellen und gleichzeitig aber auch im Winter maximal effizient sind und, wichtiges Stichwort, solare Energiegewinne nutzen können. Das alles ermöglichen dynamische Gebäudehüllen als System für Energiewende, für Klimaschutz und für Klimafolgenanpassung. Wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer da reinschauen und uns anschauen, was das bedeutet, was sozusagen die Superkräfte der dynamischen Gebäudehülle sind, dann geht es sogar noch ein bisschen weiter. Der Punkt Energieeffizienz ist wichtig, hatte ich schon genannt. Auf solare Energiegewinne komme ich gleich noch etwas genauer zu sprechen. Es ist natürlich wichtig, dass wir auf möglichst gute Art und Weise die natürliche Sonneneinstrahlung in unsere Gebäude hinein im Winter zur Gewinnung von Wärmeenergie nutzen. Anpassung an den Klimawandel muss auf flexible, auf sinnvolle Art und Weise erfolgen. Und wenn wir das machen, dann bedeutet das automatisch auch, dass wir in der Lage sind, Gesundheits- und Komfortaspekte in unseren Gebäuden maximal zu realisieren. Das bedeutet viel Tageslicht, das bedeutet gute, richtige Temperaturen, nicht zu warm, nicht zu kalt, das bedeutet auch frische Luft. Das sind alles Vorteile, die wir mit der dynamischen Gebäudehülle auch erreichen können. Und dazu kommt am Ende des Tages dann natürlich auch noch das bezahlbare Wohnen. Energie wird nicht immer so günstig bleiben, wie sie es jetzt ist. Wir werden in Zukunft eine CO2-Bepreisung haben, und das bedeutet, kann man sagen, einen Emissionshandel, aus dem dann wieder ein Preis für CO2 resultiert, und das bedeutet, dass die klassischen fossilen Heizenergieträger, die wir jetzt haben, nicht so günstig bleiben werden, wie sie es jetzt sind. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen konkreter an, wie es im Winterfall aussieht und was uns da ganz besonders interessiert. Unsere Gebäude sind im Laufe der Jahre energetisch deutlich besser geworden. Wir haben irgendwann mal im Jahr 1977 war es, wenn ich mich nicht irre, mit einer ersten Wärmeschutzverordnung angefangen, überhaupt die energetische Qualität von Gebäuden zu regulieren. Und seither hat sich einiges getan. Das zeigt diese Grafik. Die Kurve geht seither ganz deutlich nach unten. Wir haben in einem Bereich von 250, 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr angekommen und kommen jetzt langsam aber sicher und vor allen Dingen für die Zukunft mit möglichst allen Gebäuden in den hier eingekreisten Zielbereich. Das ist so der Bereich von hocheffizienten Gebäuden, Effizienzhäuser 40, Effizienzhäuser 55. Das ist ja das, was wir über die kommenden 30 Jahre hinweg letztlich für alle Gebäude realisieren müssen. Und da ist für die dynamische Gebäudehülle der Aspekt der solaren Energiegewinne überaus interessant. In einem Gebäude, das 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr verbraucht, sind auch die solaren Gewinne durch Einstrahlung durch die Fensterscheiben
eine, sagen wir mal, mehr oder weniger zu vernachlässigende Größe. Wenn ich mir aber Effizienzhäuser anschaue, vor allen Dingen die wirklich guten Effizienzhaus 40, Effizienzhaus 55, dann machen diese solaren Energiegewinne ungefähr 50% aus von der Energie, die sozusagen durch die Hülle verloren geht, die ich also bereitstellen muss. Und das ist natürlich plötzlich dann eine ganze Menge. Das heißt, ein Thema, um das wir uns bisher kaum gekümmert haben, solare Energiegewinne, das rückt dann ins Zentrum der Betrachtung und deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Und wir haben dazu mal ein paar Gebäude auch sehr gründlich, sehr intensiv untersucht, haben sehr, sehr viele Modellrechnungen gemacht und haben, das kann man hier an dieser Grafik sehr, sehr gut erkennen, haben festgestellt, dass diese solaren Energiegewinne tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Was man hier auf der Grafik sieht, ist im Grunde genommen ein Einfamilienhaus in 4 verschiedenen Varianten, nämlich mit 4 verschiedenen Arten von Fenstern darin. Auf der oberen orangenen Linie ist also dieses Einfamilienhaus mit Fenstern, die im Moment, sagen wir mal, den normalen Marktstandard darstellen. Ein U-Wert von 1,3 und ein G-Wert von 0,6. Und im Vergleich dazu auf der untersten Linie sehen wir dieses Haus schon mit sehr effizienten Fenstern mit einem U-Wert von 1,0, also deutlich energieeffizienter als in der oberen Variante. Und jetzt haben wir auf diesen jeweils 4 auf diesen Kurven zu erkennenden Punkten nichts anderes gemacht, als zu schauen, wie verhalten sich denn die Anforderungswerte, wenn wir die Fensterfläche variieren. Wenn wir also sagen, dass dieses Haus hat einmal 10%, 20%, 30% oder auch 40% Fensterfläche. Und da sehen wir auf der obersten Kurve, es passiert das, was zu erwarten ist. Wenn die Fensterfläche steigt, dann bedeutet das, dass der Anforderungswert, der sozusagen die Energieeffizienz der Hülle misst und bewertet, der sogenannte Transmissionswärmeverlust, HT', dass der zunimmt, also ein bisschen schlechter wird. Und der Primärenergiebedarf, der den Gesamtenergiebedarf des Gebäudes misst, der wird auch ein bisschen schlechter. Das heißt, die Kurve läuft nach oben und nach rechts. Es passiert also genau das, was wir auch erwarten können. Und wenn wir jetzt mal die unterste dieser Kurven anschauen, also das Haus mit den sehr effizienten Fenstern, U-Wert 1,0, da passiert plötzlich etwas, was eigentlich nicht passieren darf. Nämlich, wenn ich die Fensterfläche steigere, dann wird der zentrale Anforderungswert an die Gebäudehülle, HT', Transmissionswärmeverlust, wird schlechter. Die Kurve läuft also weiter nach rechts. Aber komischerweise nimmt der Primärenergiebedarf des Gebäudes ab. Das Gebäude wird also primärenergetisch besser. Das heißt, hier passiert etwas, was in der Logik dieser Anforderungswerte eigentlich gar nicht passieren dürfte. Und das zeigt uns schlicht und ergreifend, dass die Logik der bisherigen Anforderungswerte eigentlich nicht 100%ig stimmt, und zwar weil die solaren Energiegewinne hier fehlen. Denn das ist genau der Missing Link zwischen diesen Anforderungswerten. Der Primärenergiebedarf beinhaltet solare Energiegewinne. Der zentrale Anforderungswert an die Gebäudehülle beinhaltet sie nicht. Und damit läuft das Ganze bei hocheffizienten Fenstern auseinander. Und das sollte es bitte in Zukunft nicht mehr tun, denn auf so einer Grundlage kann man natürlich nur schlecht Gebäude im Hocheffizienzbereich planen und realisieren. Das heißt, wir brauchen neue Anforderungswerte an die Gebäudehülle, in denen die solaren Energiegewinne drinstecken. Ganz extrem wichtiges Thema, das wir in den nächsten Jahren realisieren müssen. Ein weiterer richtiger und wichtiger Aspekt, der im Winter zum Tragen kommt, aber oftmals vergessen wird, ist die zusätzliche Dämmwirkung von Elementen, die wir eigentlich für Verdunklung, Sonnenschutz und so weiter einsetzen, nämlich Rollläden oder sehr hochwertige Wabenplissés zum Beispiel. Wenn wir die vernünftig nutzen, das heißt auch automatisiert nutzen, sodass sie automatisch gesteuert werden und nicht mehr manuell rauf und runter gezogen werden, dann kann so ein ganz normaler Rollladen die Dämmwirkung eines Altbaufensters schon um fast die Hälfte verbessern. Wir kommen hier von einem U-Wert von 2,8 in eine Größenordnung von 1,5. 46% besser. Bei einem Neubaufenster sind es immerhin noch 28%, um die wir
die Energieeffizienz hier verbessern können, wenn es optimal eingesetzt wird. Das heißt, diese Elemente, die wir im Moment gerade energetisch quasi ein bisschen vernachlässigen, die spielen im Winter durchaus auch eine nicht unerhebliche Rolle. Und wenn wir jetzt mal rüberschauen in den Sommer, Sommerfall wird in Zukunft wichtiger. Der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel sagt ganz klar, Hitzeperioden mit spitzen Hitzetagen werden allein schon in diesem Jahrzehnt definitiv zunehmen. Temperaturen werden steigen. Das ist eine absolut unumgängliche Entwicklung, die schlicht und ergreifend dem Klimawandel, den wir jetzt schon erleben, automatisch nachfolgt. Da können wir gar nichts mehr gegen tun, wir müssen aber vernünftig damit umgehen. Und da sehen wir ganz klar, die dynamische Gebäudehülle gibt auch darauf vernünftige Antworten. Wenn wir automatisiert Verschatten- und Nachtauskühlung nutzen, das heißt, wenn Fenster sich nachts zur Auskühlung automatisch öffnen, wenn die Temperaturen draußen also wieder runtergehen im Sommer, und wenn tagsüber der Sonnenschutz automatisch dann runterfährt, wenn er auch wirklich benötigt wird, dann können wir 50-80% der Energie einsparen, die wir aufwenden müssten, wenn wir ansonsten diese Gebäude mit Klima- und Kälteanlagen runterkühlen würden. Wir werden aktive Kühlung durch Klimaanlagen weiterhin benötigen. Wir können die nicht überflüssig machen, aber wir können den Energiebedarf, den diese Klimaanlagen haben, deutlich verringern, indem wir auf einen automatisierten Sonnenschutz setzen. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, wenn wir zukunftsfähig sein wollen. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, oder wir sehen das hier nochmal ganz klar, wenn wir auf die Tagestemperaturverläufe schauen, da ist es so, dass wenn wir uns hier mal einen Verlauf eines wirklich heißen Sommertags anschauen, da kann sich ein typisches Wohnzimmer ohne jeglichen Sonnenschutz, mit voller Sonneneinstrahlung, kann sich durchaus auf bis zu 40 Grad aufheizen. Aber mit einem sehr wirksamen automatisierten Sonnenschutz, ein Rollladen, der dann runterfährt und die Sonneneinstrahlung aussperrt, sind wir in dem gleichen Raum allein schon um 10 Grad kühler. Also das unterstreicht nochmal die Bedeutung des Themas Sonnenschutz, auch automatisierter Sonnenschutz, für unsere zukünftige Gebäudenutzung. Das war von mir mal ein kleiner Blick in die Vorteile, in die energetischen Vorteile der dynamischen Gebäudehülle, aber auch sozusagen auf die Chancen und Möglichkeiten der Anpassung an den Klimawandel, der auf jeden Fall auf uns zukommen wird. Und damit zu einem kurzen Fazit zurück zu Frank Lange. Ja, danke Tom. Fassen wir mal zusammen. Ich denke mal, der Vortrag zeigt, auch die Ansätze von Tom zeigen, dass wir ein klares Bekenntnis zum Prinzip Efficiency First brauchen. Nur diejenige Energie, die wir erst gar nicht brauchen, weil wir effiziente Gebäude haben, ist wirklich die beste Energie und der beste Beitrag zum Klimaschutz. Wir haben jetzt die technischen Lösungen in der Gebäudesanierung, um die richtigen Weichen zu stellen. Wir haben effiziente Produkte, sowohl im Produkt selber als auch in der Fertigung. Wir haben moderne Anlagentechnik auch in der Steuerung unserer Komponenten, Nachtauskühlung, automatische Verschattung. Wir haben durch die transparenten Gebäudeteile die Möglichkeit, die Sonne, der Energieträger schlechthin, auch positiv für unsere Gebäude zu nutzen. Wir sollten diese Technik jetzt ansetzen und umsetzen und in die Maßnahmenplanung einbeziehen, weil das haben wir. Klar brauchen wir auch regenerative Energieträger, aber um den Bedarf dahingehend zu decken, das haben wir bis jetzt noch nicht. Von daher ist unser Ansatz, jetzt auf das zu setzen, was wir haben. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen sowohl eine qualitative als auch eine absolute Steigerung der Sanierungsraten, mindestens von 2%. Dann sind wir auf dem richtigen Weg in einen klimaneutralen Gebäudebestand. Und wie schaffen wir das? Wir schaffen das, wenn wir klare Vorgaben aus der Politik, aus den Förderbereichen bekommen, sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung. Wir brauchen Klarheit im Ordnungsrecht und das eingebettet in eine darauf abgestimmte Fördersystematik. Wenn wir Planungssicherheit haben, haben wir auch Investitionssicherheit
und die Bereitschaft aller Marktteilnehmer, auf der einen Seite die Bauherren, die investieren, und auf der anderen Seite die ausführenden Unternehmen, sich der Herausforderung Klimaschutz, energetische Sanierung anzunehmen. Dann werden wir auch die notwendigen Kapazitäten und auch die notwendigen Investitionsmittel dafür bereitstellen. Tom. Das war sozusagen einmal der politische Rahmen für die nächsten Jahre. Ich versuche es mal noch ein klein bisschen konkreter zu machen mit unseren konkreten Anforderungen oder Positionen zur Ausgestaltung der Energie- und Klimapolitik für die nächsten Jahre. Ich habe jetzt hier nur mal einige der wirklich wichtigsten Punkte herausgegriffen. Diese Liste könnte 2-3 Seiten lang sein, wenn wir dann sozusagen richtig in die Details hineingehen. Aber zunächst mal ist uns wichtig, dass mit der Renovation Wave, die Frank Lange eben vorgestellt hat, ein Strategiepapier der Europäischen Union, beziehungsweise genauer gesagt der Kommission, auf dem Tisch liegt, das wir für sehr, sehr gut erachten und das extrem viele gute Ansätze, sagen wir, zum Lostreten einer echten Sanierungswelle auch wirklich beinhaltet. Und da wird das nächste Jahr, oder sagen wir das Jahr 2021, wird tatsächlich entscheidend sein, denn da wird man auf der EU-Ebene in die Ausgestaltung der entsprechenden Richtlinien hineingehen, um die Ansatzpunkte der Renovation Wave umzusetzen. Da wäre uns wirklich wichtig, dass die Bundesregierung sich hier positiv, konstruktiv mit einbringt und wir die Richtlinien so ausgestalten können, dass sie auch wirklich einen starken Impuls für eine starke Sanierungswelle bringen können. Ein sehr relevanter Aspekt sind hier die Minimum Requirements, die energetischen Mindeststandards an die Energieeffizienz von Gebäuden, die wir durchaus für ein sinnvolles Instrument halten, wenn man sie jetzt vernünftig ausgestaltet. Das bedeutet, wenn man sie so ausgestaltet, dass sie für die Gebäudeeigentümer machbar, dass sie erfüllbar sind, dass sie einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf beinhalten und dass Förderprogramme auch wirklich so zugeschnitten sind, dass genau die zu erfüllenden Anforderungen oder die zu erreichenden Effizienzstandards auch durch die Förderprogramme adressiert werden. Wenn wir das so ausgestalten, können wir zu einem ordnungsrechtlichen Instrument kommen, das nicht überfordert und das aber sehr klare Perspektiven über die nächsten Jahre hinweg aufmacht. Dann sagte ich eben bereits, dass solare Energiegewinne eine sehr relevante Rolle spielen. Das ist ein Thema, das wir uns auch im Rahmen der EU-Politik, aber auch im Rahmen der deutschen Politik bei einer Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes einmal genauer anschauen müssen, wo wir klare neue Anforderungswerte festlegen müssen, die solare Energiegewinne dann auch mit berücksichtigen und mit beinhalten. Und zum Thema Novelle Gebäudeenergiegesetz, da ist auch wichtig, dass dann der bauliche sommerliche Wärmeschutz wirklich klare Priorität bekommt im Rahmen des oder im Kontext des Mottos Efficiency First. Ist es wichtig, dass wir Kühlungsenergie von vornherein vermeiden und da einsetzen, wo wir sie dann tatsächlich brauchen. Es gibt viele weitere wichtige Vorschläge. Auch das Förderrecht ist bestimmt noch nicht ausgereizt. Wir können uns sehr gut noch steuerliche Sanierungsvorteile für die Wohnungswirtschaft und für das Gewerbe vorstellen. Es wäre auch wichtig, dass wir bei den Förderungen, die im Moment im Bereich der Einzelmaßnahmen da sind, ungefähr wieder zu einem ausgeglichenen Niveau zwischen Förderung der Sanierung der Gebäudehülle und Förderung der Anlagentechnik, der erneuerbaren Energien, dass wir da wieder einigermaßen ausgewogen sind. Das ist im Moment gerade nicht der Fall, wäre aber wichtig, dahin zu kommen, weil wir wollen, dass in der energetischen Sanierung das passiert, was technisch und ökonomisch sinnvoll ist und nicht etwas, wofür es gerade zufällig besonders hohe Fördermittel gibt. Auch Anforderungen an Sonnenschutz bei Sanierung ist ein spannendes und interessantes Thema. Das gibt es im Moment noch gar nicht. Aber ich glaube, da müssen wir uns für die Zukunft auch mal vergegenwärtigen, dass vor dem Hintergrund des eben dargestellten Themas zunehmende Hitzeperioden etc., dass es da auch wirklich wichtig wird, sich bei der Sanierung mal Gedanken über sinnvolle, vernünftige
Anforderungen an den Sonnenschutz unserer Gebäude zu machen. Das war jetzt mal eine kleine Konkretisierung dessen, was wir der Politik gerne ins Pflichtenheft für die nächsten Jahre schreiben möchten. Ja, danke Tom. Ich hoffe, meine sehr verehrten Damen und Herren, an den Bildschirmen, wo immer Sie auch uns zugehört haben, dass wir Ihnen interessante Denkanstöße und Lösungsansätze aufzeigen konnten. Nicht zu technisch der Vortrag, bewusst auch nicht jetzt diejenigen technischen Innovationen, die es mit Sicherheit auf Messen auch immer wieder gibt, dargestellt zu haben, sondern in dem politischen Rahmen, die Effekte, die sich dahinter verbinden und natürlich auch die politischen Ansätze, die wir fordern, um auf dem Pfad des Klimaschutz und der nachhaltigen Gebäudesanierung weiterzukommen, aufgezeigt zu haben. Klimaschutz durch innovative und dynamische Gebäudehüllen ist, denke ich mal, ein richtiger und ein wichtiger Weg, den wir zukünftig beschreiten sollten. Ich bin mir sicher, dass wenn wir uns in 2 Jahren hoffentlich wieder live und präsent bei Ihnen hier auf der Messe in München treffen, dass das Thema Klimaschutz nach wie vor nach der Pandemiebewältigung die herausragende Zukunftsaufgabe ist und auch bleiben wird. Wir werden die ersten Monitorings haben, die ersten Messungen der Zielerreichung. Wir werden mit Sicherheit über neue technisch innovative Ansätze im Rahmen der nächsten Messe sprechen und auch schauen, ob die eingeleiteten ordnungsrechtlichen, aber auch fördertechnischen Maßnahmen uns den richtigen Weg zeigen, dass wir richtig unterwegs sind. Bleiben Sie gesund, haben Sie eine gute Zeit und hoffentlich dann in 2 Jahren wieder live und präsent in München. Ihnen alles Gute. Tom. Vielen Dank, ich freue mich drauf. Bis dahin. Machen Sie es gut.